Herzlich willkommen zur 38. Folge meines Bauberichtes hier bei Freestyle MOBA. In der heutigen Folge geht es mal nicht um Landschaftsbau oder viele Details, sondern wir widmen uns einer Wartungsöffnung, die ich schon von Anfang an so geplant hatte. Diese kommt in den Bereich zwischen dem alten Abstellgleis sowie der zweigleisigen Hauptstrecke im Vordergrund. In dem Berghang wird die Wartungsöffnung eingelassen, um nur im Notfall in den Bereich unter der modernen Tunneleinfahrt heranzukommen. Dort befindet sich nämlich eine Weichenstraße mit 4 Weichen sowie der kleine Schattenbahnhof. Damit diese Wartungsöffnung möglichst nicht sichtbar ist, war es mir wichtig, einen möglichst sauberen Übergang zwischen dem herausnehmbaren Modul und dem Rahmen zu erschaffen. Und weil ich gerade so im Holzbau drin war, habe ich den Bereich zwischen der zweigleisigen Hauptstrecke und der Anlagenvorderkante ebenfalls zugebaut. Und wie das alles entstanden ist, seht ihr wie immer in den nachfolgenden Szenen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen.
Und das ist die fertige Wartungsöffnung. Mit einfachen Handgriffen lässt sich das Modul in den Rahmen einsetzen, bzw. mit 2 Fingern auch ganz leicht wieder entnehmen. Der Holzgriff wird natürlich so nicht bleiben. Diesen werde ich im nächsten Bauabschnitt als Felsen verkleiden. Auch die Übergänge gilt es dann zu perfektionieren. Die Lücken aktuell von maximal 0,5 mm, die durch ein bisschen übermotiviertes Feilen entstanden sind, sollen dann gänzlich geschlossen werden, so dass man optisch keinen Übergang mehr sieht. Aber da beschäftigen wir uns im nächsten Bauabschnitt mit. Und jetzt freue ich mich wie immer auf euer Feedback zu diesem Modul. Hättet ihr es anders gemacht oder findet ihr meine Lösung so in Ordnung? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.